zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr es vielleicht im Hintergrund sehen könnt, wir befinden uns heute wieder an einer weiteren Festung oben im Norden, beziehungsweise ein Teil der großen Festungen im Norden, die halt zur Absicherung gegen Russland errichtet wurden, als damals die massiven Erzvorkommen entdeckt wurden und ausgebeutet wurden. Und um das halt entsprechend zu sichern, hat man halt diese riesige Festungsanlage gebaut, die aus mehreren Abschnitten besteht. Und einen Teil davon schauen wir uns heute wieder an. Wir sehen jetzt hier schon ein riesiges Eingangsportal und was uns alles da erwartet, das seht ihr in diesem Video. Also, bis gleich. So, gucken wir hier in ein Eingangsportal. Ja, ist relativ frisch, sogar ein Schild angebracht, was uns vor herabfallenden Felsbrocken und Steinen warnen soll. Ja, wir sehen jetzt hier schon ein zweites Tor, also man hat hier ein doppeltes Tor errichtet. Ja, ist auch nochmal wegen Steine. Hier gibt es auch schon die ersten Türen, die scheinbar in die Festung gehen sollen. Hier auch. Aber höchstwahrscheinlich, wobei der Dings ist leichtgängig hier. Die Klinke, die Tür lässt sich nicht bewegen. Spaßenshalber hier auch nochmal versuchen. Manchmal weiß man ja nicht. Nee. Aber das sieht schon wieder echt gewaltig aus. Such du nochmal? Nee, auch nicht. Naja, wird sich höchstwahrscheinlich irgendwo einen Eingang finden lassen. Hier ist für die Stromversorgung was untergebracht. Ja, und hier sind wir schon in dem ersten Teilbereich von der Anlage. Also praktisch, ja, in so einer Art Graben. Und hier ist das Hauptportal. Oh, ob das offen ist. Das sieht nicht gut aus. Das ist hier verschweißt. Naja, mal gucken. Vielleicht finden wir trotzdem irgendwo einen Zugang. Aber wenn ihr das schon mal seht hier, wie massiv das aussieht. Wir sind hier halt jetzt mitten in so einem Graben irgendwie. Da oben ist irgendwie noch so eine Art Schornstein. Ja, wir laufen das einfach mal hier ab und gucken mal, ob wir hier irgendwie jetzt einen Zugang finden. Eben mal, ob wir hier irgendwie einen Zugang finden. Hier sind noch irgendwie solche kleinen Klappen. Aber hier ist auch alles verschweißt worden. Die konnte man höchstwahrscheinlich nämlich auch irgendwie mal rein. Hier hat man alles Mögliche verwendet, um das hier zuzumachen. Aber wir sind ja jetzt gerade erstmal gestartet. Wer weiß. Da seht ihr jetzt. Boah, das sieht so gewaltig aus. Leider nie ganz klein hier vorne. Und hier diese riesige Schlucht. Also, das ist jetzt auch mal wieder was ganz anderes. Hier sind teilweise auch noch Bereiche nachträglich höchstwahrscheinlich zugemacht wurden, auch hier. Zu Spritzbeton. Und hier müssen wir aufpassen, hier ist Stacheldraht. Überall noch. Hier gibt es halt wie gesagt so mehrere Zugänge höchstwahrscheinlich mal, wo man auch mit größeren Fahrzeugen oder vielleicht Kanonenmaterial rein und rausfahren konnte. Und das war jetzt halt der eigentliche Zugang. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der mal offen war.
Hier scheint wohl dann immer mal was los gewesen zu sein. Das kann dann sein, dass er das dann dicht gemacht hat. Ich weiß auch hier nicht, ob das vielleicht mal eine Zeit lang auch als Museum Bestand hatte. Oder wie lange es zumindest militärisch genutzt wurde. Ne, hier ist auch nichts. Wir können gucken, ob wir irgendwie von der anderen Seite oder von oben, eventuell durch Schaden oder ähnliches, reinkommen. Weil meistens haben ja Menschen immer irgendwie im Vorfeld schon wieder einen Weg nach drin gefunden. Jetzt gilt es nur, diesen Weg zu finden. Aber diese Eingänge sind alle versperrt. Ja, deshalb gehen wir einfach mal hoch und gucken da. Ich bin hier schon etwas hochgeklettert. Hier ist der Hauptzugang gewesen. Und hier gibt es so eine Art Turm, der hier an der Seite erstellt wurde. Aber ich vermute einfach mal, dass das nur das ist nur hier eine zusätzliche Observation bzw. eine Möglichkeit der Unsee der Melanie, hier vorab schon die Zufahrtenzugänge zu sichern. Okay, aber das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht nähern wir uns dem Ganzen einfach. Ja, man muss hier wieder tierisch aufpassen. Hier sind immer noch mega viele Sicherungen. Ich komme mal jetzt hier hinten rum. Jetzt mal erstmal hier oben auf diesen riesigen Felsbrocken, der hier noch nachträglich bearbeitet wurde. Man sieht ja hier die Rückstände hier. Also man hat diesen Felsen hier genutzt und weiter ausgebaut. Ja, also wir sehen jetzt erstmal hier ringsrum einen riesigen Zaun, der hier auch schon aufgehebelt wurde. Das kann immer ein Indiz sein, dass hier irgendwas ist. Ein Zugang. Wir laufen das aber erstmal so weit hier ab. Und gucken mal, ob uns irgendwelche Sporen verraten, wie man hier reinkommt. Also ich weiß es von Fotos und auch, glaube ich, sogar ein Video. Das ist aber schon länger her, wie es da ungefähr drin aussieht. Aber das ist nicht viel aussagekräftig gewesen, von daher. Hier ist ein Schornstein, glaube ich, irgendwie. Sieht so komisch aus. Da oben sieht man auch schon die ersten Panzerkuppeln. Sehr interessant. Und wenn, können wir auch mit der Drohne ja nochmal rüberfliegen. Das ist nicht das Problem. Ich schätze mal, dass das hier vorne nur aufgehebelt wurde, als unten vielleicht irgendwann mal das Hauptportal verschlossen war. Könnte ich mir jetzt vorstellen, weil hier oben, außer es gibt hier irgendwo, aha, da oben sehe ich doch eine offene Tür da hinten. Aha. Das wäre natürlich krass. Jawohl, Leute. Da oben ist sogar noch eine Kanone drin. Und die Tür da ist offen, wenn ihr das sehen könnt. Da ist so ein bisschen leicht orange eine Tür offen. So, da gibt es scheinbar ein Kletterseil. Es gibt da ein Fundament und ein Kletterseil. Okay, Leute, wir haben den Weg gefunden, höchstwahrscheinlich. Das ist der Weg in die Festung. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Ja, die Neugier, ne, siegt in den meisten Fällen. Aber ich rate natürlich wie immer keinem von euch, das nachzumachen. Wir gucken jetzt mal hier eben. Ach, Mist. Naja, wir standen hier unten. Das ist schon die zweite Ebene hier oben.
Wir standen hier unten, deshalb haben wir das gar nicht gesehen. Das ist die zweite Ebene. Ach, du grüne Neune. Das ist natürlich richtig extrem. Jetzt müsste es hier noch einen Weg runter geben. Das heißt, man muss erst hier runter, dann darauf. Das sieht noch irgendwie machbar aus. Aber hier runter sieht jetzt aktuell gerade nicht so machbar aus. Problem, ich bin jetzt auch nicht der beste Free Climber oder wie sich die Leute schimpfen. Gehen wir hier noch mal ein bisschen rum. Ob das hier irgendwo abnimmt, das Ganze. Das ist hier auch noch verdammt hoch. Ja, wir gucken gleich mal da hinten und dann melde ich mich nochmal zurück. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt hier an dem Kletterseil. Also ich bin da hinten ums Eck gegangen und dann gab es wirklich nur eine Möglichkeit, wo man so ein bisschen runtergehen konnte. Das habe ich jetzt geschafft. Aber ich ermahne halt nochmal, das nicht nachzumachen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt auch wirklich schaffe oder mir getraue, hier hochzugehen. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und man hat trotzdem halt immer irgendwo Ängste. Das muss man natürlich dann auch zugeben. Und das Seil ist auch jetzt nicht von mir oder so. Es sieht zwar machbar aus, aber naja, ich guck mal. Melanie ist da oben. Hier unten, wisst ihr ja, waren wir ja ganz zu Anfang in der Schlucht. Ja, ich versuche es jetzt einmal, weil ich brauche auch noch ein bisschen Kraft, um dann hinten wieder hochzukommen. Naja, wir gucken uns das jetzt mal an. Nächstes Hindernis überwunden, ihr seht es. Hier ist das Seil und ich bin jetzt hier oben. Und jetzt haben wir es endlich geschafft und sind auf der Festung. Wir laufen erstmal eben hier rum, gucken, was jetzt hier ist. Ob das jetzt hier zum Beispiel schon der Zugang ist. Oder eher nicht. Das sieht nämlich schon wieder nicht so aus. Der ist betoniert. Der Zugang ist schon mal zu. Hier könnt ihr es sehen, zugemacht. Kein Weg hier rein. Ich hatte jetzt oben noch ein paar Löcher gesehen. Mal gucken, ob wir da mehr Glück haben. Oben habt ihr schon die erste Kuppel. Da ist sogar nämlich noch die Kanone verbaut. Das ist nämlich auch wieder der Aspekt, der halt ganz interessant ist an solchen Anlagen, wenn man noch die Originalbewaffnung sich anschauen kann. Es wird hier schon Zugänge geben. Hier zum Beispiel. Ja. Hier geht es doch schon mal in eine Festung, im Festungsbereich. Ah, hier ist vermauert. Da stand man wahrscheinlich gerade. Ja, schon ein bisschen stark vermüllt das Ganze hier. Und hier kommt man scheinbar wieder direkt raus. Okay. Also noch nicht wirklich in der Festung. Aber sehr interessant.
wie das hier wieder gebaut ist. Auch hier nochmal diese Tür. Aha, jetzt sind wir hier. Ach, das ist so eine halbe Kuppel. Aha. Hier war auch irgendwas verbaut. Wie ist die Gängigkeit der Tür? Ja, kann man auch noch bewegen. Mega interessant irgendwie. Sowas hatten wir auch noch nicht auf unserem Kanal. So eine Art Festung. Wie gesagt, die hat man halt gebaut. Ihr seht ja auch, wo die Festung steht, um sich entsprechend gegen Osten und Norden abzusichern. Weil man hier sehr nah auch an Russland ist. Was auch heute wieder Brisanz hat, wenn man mal so recht überlegt. Was ist denn hier? Hier ist irgendwie eine Arretierung. Hier stand auch irgendwas drauf. Ein Geschütz vielleicht oder ein Scheinwerfer. Hier auch das gleiche. Hier ist wieder nur so ein Durchgang. Also wir sind immer noch nicht richtig in der Festung drin, sondern nur in den oberen Verteidigungsstellungen, so wie es aussieht. Hier kommt wieder so eine Tür. Da ist man aber hier nur in einem kleinen Bereich, wo man vielleicht wieder Güter gelagert hat. Ja, und immer wieder diese kleinen Stellungen, wo höchstwahrscheinlich irgendwas drauf montiert war. Aha, wo kommen wir hier hin? Oh, das ist unter Wasser, das Ding hier. Das ist ja interessant. Aber es scheint auch nur wieder vorne rauszugehen, deshalb ist es nicht schlimm. Überall hier verwinkelt irgendwelche Schaden höchstwahrscheinlich. Hier kann man nämlich wieder raus. Alles mit Wasser voll. Ich laufe jetzt mal ein bisschen oben, um mir einen besseren Überblick zu verschaffen. Ihr seht hier, das ist ganz interessant, wie hier die Kuppeln runtergehen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, die hier in einer Linie nach unten abfallend positioniert sind. Immer in so einer größeren Kuppel noch verbaut. Aber hier kommen wir halt nur in diese Bereiche. So, jetzt sind wir mal hier ganz nah an einer Kuppel. Und hier könnt ihr nämlich sehen, das ist doch hier eine Haubitze, sowas, ne? Vermutlich. Also hier hat man sich schon zugemacht, dass das entsprechend gesichert ist. Auch die anderen hier oben, aber die Kanonen sind immer noch verbaut. Das ist halt interessant. So, jetzt wären wir ja hier praktisch an so einer Kuppel. Na, ihr könnt das jetzt hier sehen, die Kuppel. Hier liegt auch irgendwie noch so ein Teil drin. Und hier sind diese Ausbuchtungen. Ich vermute mal fast, dass hier Scheinwerfer oder hier Flak oder irgendwas in dieser Richtung arretiert gewesen ist. Das kann ich mir vorstellen. Das hat man hier immer sehr nah an diesen Dingern, diesen Kuppeln. Und das müsste doch eigentlich jetzt hier so der Zugang sein zu den Kanonen jetzt. Also ich mache euch noch mal kurz aus und versuche hier noch mal reinzukommen. Ich komme dann irgendwie nicht in diese Kuppeln von hier oben. Das sind alles nur wie so Wehrgänge
höchstwahrscheinlich nur für die Flakmannschaft, wenn da Flakgeschütze oder Scheinwerfer gestanden haben. Aber nicht um in das Innere zu kommen. Das ist natürlich jetzt schade. Also ich laufe jetzt nochmal wirklich alles ab, um jetzt keinen Zugang zu verpassen. Und dann schauen wir nochmal. Leute, ich habe jetzt hier keinen Zugang mehr von oben gefunden. Und wenn man sich das nochmal recht überlegt, aus taktisch-strategischer Sicht, wäre es vielleicht auch nicht so gut, weil sogar ich, Idiot, bin jetzt hier praktisch mit ein paar Hilfsmitteln hochgekommen. Und wenn jetzt hier so einfach ein Zugang wäre, wäre vielleicht eher suboptimal, ne? Aber ich habe gehofft auf irgendwie einen Notausstieg, vielleicht gibt es den auch. Wobei, da unten haben wir ja einen gefunden, der war ja aber auch betoniert. Das kann sein. Schade. Hier können wir uns jetzt aber nochmal die Kanonen anschauen. Hier habt ihr wieder eine reguläre Kanone verbaut, vielleicht auch 7,5 cm. Die anderen waren ja so eher wie so Haubitzen, ne? Aber hier konnte man auch einen direkten Beschuss machen. Konnte man mit einer Haubitze auch, aber das ist auch mehr eher auf Distanz. Wenn man jetzt mal von hier oben sieht, man hat schon eine gute Übersicht, ne? Und das hier oben, das sind halt alles nur die äußeren Wehrgänge mit Sichtlugen, immer wieder offenen Möglichkeiten zu schießen, wie so ein Grabensystem halt. Verankerung, wo das Ganze hier auch nochmal abgetarnt wurde, das darf man auch nicht vergessen. Das war jetzt hier oben nicht auch nur einfach der blanke Fels. Höchstwahrscheinlich hier Scheinwerfer oder Flak auch. Das kann sein. Ja, und hier sind halt die geschlossenen Bereiche des Wehrgangs. Wir können hier nochmal versuchen runter zu gehen, ohne dass ich mich jetzt hier verletze. Oh Gott. Ja, und dann sind wir hier. Aber hier komme ich jetzt auch nicht wirklich runter. Ja, ihr seht das hier, wie verwinkelt das hier ist. Dann sind hier wieder zwei so Stellungen. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht dieser Festung oder sowieso kein Experte. Wir nehmen das ja immer auf, was wir sehen. Wir sind interessiert und können immer einen Teil erklären, aber wir sind natürlich nicht vollumfängliche Experten, das dürft ihr nicht vergessen. Und wir sind natürlich auch ein Stück weit auf euch angewiesen. Wenn jemand sich explizit damit auskennt und auch Expertise hat, dann kann er natürlich immer das hier auch in die Kommentare schreiben und sagen, hey, hallo, das ist das und das, ich kann euch das und das erzählen dazu. Das ist natürlich immer ein Mehrwert. Wir können das immer so weit aufnehmen und euch das erklären, was wir hier vor Ort sehen und feststellen. Und ja, ich hoffe, damit seid ihr halt auch zufrieden. Wie gesagt, uns interessiert das hier auch und wir lernen auch immer mehr dazu. Aber wir sind nicht die Allheilwissenden, die jetzt hier ganz genau drauf bestehen und sagen, nee, ja, hallo, das ist so und so. Das ist klar. Aber nichtsdestotrotz, es gibt keine Möglichkeit, hier reinzukommen. Also scheinbar ist das wirklich da unten der einzige Hauptzugang gewesen. Das ist auch irgendwie merkwürdig, wenn der mal irgendwie versperrt gewesen ist. Das ist schon mysteriös. Na gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal zurück, kletter erstmal wieder runter und dann wieder hoch. Und dann können wir auch noch mal die Drohne hier steigen lassen und uns das Ganze noch mal von oben anschauen. Also bis gleich. In dem zweiten Graben gerade runtergeklettert. Und hier habt ihr auch noch mal Ausbuchtungen, wo Schaden drin sind, die höchstwahrscheinlich dann diesen Graben auch gesichert haben, falls es nämlich Feinde, so wie ich jetzt in dem Fall, hier reingeschafft haben, konnten die vermutlich auch hier diesen Graben nämlich nochmal sichern. Aber ihr seht es, auch da haben wir keine Chance. Die Festung ist einfach zu gut gesichert und wir haben keine Möglichkeit, die Geheimnisse
in der Festung zu ergründen. Naja, okay. Ich gehe jetzt noch das letzte Stück hoch. Es wird noch mal ein bisschen anstrengend. Die Kletterpassage, da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Und dann sehen wir uns gleich oben wieder. Ja Leute, dann war es mit diesem Video. Ihr habt es gesehen. Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um in die Festung zu kommen. Aber die Festung hütet ihr Geheimnis. Aber es ist nicht schlimm. Wir haben oben nochmal alles erkundet. Oben diese Gräben, Laufgräben auf der Festung waren mega interessant. Wir haben nochmal die Kuppel mit der Bewaffnung sehen können und den Aufbau überhaupt von der Festung. Das war schon mega interessant. Haben euch auch nochmal hier Luftaufnahmen mit in das Video gegeben. Und ja, trotz alledem mega interessant. Und wie gesagt, das war jetzt immer nur ein Teil noch dieser riesigen Festungsanlage. Wir werden noch weitere erkunden. Also bleibt dabei, bleibt uns treu auf dem Kanal. Abo und Like nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!